In einem leicht veränderten Modus, mit einem wahnsinnigen Zuschauerpreis und einer großen Überraschung für Turnierteilnehmer und Fans wird der YouTube Predator Cup 2021 erneut seine ganz eigene Geschichte schreiben. Und hier sind die 24 Protagonisten, die sich im Kampf um Europas Raubfischkrone sicherlich nichts schenken werden. Herbert Ziereis stand 2019 bereits im Finale und 2020 im Halbfinale. Vielleicht gelingt dem Bayer und seinem Hikes-Team dieses Jahr der ganz große Wurf. 2020 gehörte Simon Thorenbeek bereits zu den Geheimfavoriten, doch er schied in der Gruppenphase trotz starker Leistung aus. Der niederländische Produktentwickler von Abu Garcia Berkeley ist heiß auf eine Revanche. Für den japanischen Schnurhersteller Sunline erstmals beim YPC dabei ist Henrik Haag, doch auch er kann bereits etwas Turniererfahrung vorweisen. Der Norddeutsche, der am liebsten auf Barsch fischt, wurde 2018 Dritter in einem japanischen Bass-Turnier, in dem er außerdem den größten Fisch des Turniers fangen konnte. Letztes Jahr machte ihm die Familienplanung einen Strich durch die Rechnung. Umso motivierter ist Dustin Schöne, seine Marke Nace nun wieder selbst vertreten zu können und den YPC-Pokal nach 2018 ein zweites Mal zu gewinnen. Denselben Plan hat Titelverteidiger Enrico Di Ventura. Er möchte unter der neuen LMAB-Flagge natürlich an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen. Doch auch sein ehemaliges Team Westin ist wieder sehr gut aufgestellt. Toon van Ham ist der jüngste Teilnehmer im Feld, doch auf keinen Fall zu unterschätzen. Wer ihm auf Instagram folgt, kann fast täglich Traumfische bewundern, die Toon hauptsächlich in den Turniergewässern fängt. Der Belgier wird garantiert gut vorbereitet ins Turnier gehen. Das trifft auch auf einen weiteren YPC-Neuling zu. Patrick Marable, der für den Rollenhersteller Loose antritt, gilt nicht nur in seinem Team als absoluter Holland-Experte, er hat auch bereits etliche Street-Fishing-Turniere erfolgreich bestritten. Wir sind gespannt, wie weit er in seinem ersten Jahr kommen wird. Jasmin Spingel-Petersen von Moby Softbaits gehörte im letzten Jahr zu den absoluten Zuschauerlieblingen. Erst im Viertelfinale schied sie ganz knapp aus, sie hat definitiv das Zeug dazu, in der nächsten Staffel noch viel weiter zu kommen. Auch Malte Gatz gehörte zu den positiven Überraschungen des letztjährigen Turniers. 2021 will er seine Ganki-Farben auf jeden Fall noch deutlich weiterbringen als im letzten Jahr. Kein YouTube Predator Cup ohne Dietmar Isaias. Auch in der 4. Staffel ist er natürlich ein ganz heißer Kandidat auf den Titel. Seika Pro-Teamchef Veit Wilde konnte seine Leistung im YPC Jahr für Jahr kontinuierlich steigern. Sollte ihm das erneut gelingen, sehen wir den amtierenden Profiliga-Gewinner dieses Mal mindestens im Finale. Einen Erfolg in der Profiliga kann auch Florian Over vorweisen. Er wurde 2018 Vizemeister und fischt im YouTube Predator Cup 2021 für das Angelmagazin Fisch und Fang. Die Niederlande hat neben Simon Thorenbeek noch ein zweites Eisen im Feuer, und zwar ein richtig heißes. Evert Oostam, Organisator der Predator Tour, nimmt wie bei Perch Pro für CWC am Turnier teil. Ebenfalls neu dabei ist Adrian Prus. Der Weltenbummler kann auf unglaublich viel Angelerfahrung in den verschiedensten Ländern der Welt zurückgreifen. Doch auch die heimischen Zielfischarten kennt er extrem gut. Mit dem Diver-Teamangler wird zu rechnen sein. Jan Pusch hatte 2020 einen Traumstart, doch dann ging ihm etwas die Puste aus. Diesmal wird der Vize-Europameister von 2017 sicherlich frisch rasiert und noch besser vorbereitet für Finnwal an den Start gehen. Auch Großfischjäger Christian Wienecke von Savage Gear hat noch eine Rechnung mit dem Turnier offen. Ihm blieb nach guter Leistung nur der undankbare 3. Platz in der Gruppe. Das soll aus Christians Sicht 2021 natürlich anders laufen. Wir können es selbst kaum glauben, dass er in der 4. Staffel endlich dabei ist. Barschpapst Johannes Dietl wird für Shimano antreten und das Turnier erstmalig mit seinem riesigen Wissen und seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten im Raubfischangeln bereichern. Ebenfalls neu, aber bislang noch nicht ganz so bekannt, ist Hearty Rice Teamangler Dirk Ostrowski. Der westdeutsche Zanderliebhaber fängt regelmäßig große Fische in den Turniergewässern und beangelt sie ausschließlich vom Ufer aus. Wir sind gespannt, wie er sich im Wettkampf schlagen wird. Frankreich wird im kommenden Jahr erneut von Sylvain Legendre repräsentiert. Der viermalige französische Meister im Raubfischangeln möchte sein Fox Rage Team deutlich weiterbringen als in der letzten Staffel.
Auch der belgische YouTuber Landry Rosson, der für Fish Explorer fischt, möchte beweisen, dass er es sehr viel besser kann, als man es 2020 von ihm gesehen hat. Gucken wir mal, ob seine Taktik diesmal besser aufgehen wird. Auch die Schweiz ist 2021 wieder im Turnier dabei. Kann Markus von Ooy und sein Bullseye Fishing Team das Viertelfinale aus dem letzten Jahr nochmal toppen? Zuzutrauen wäre es ihm allemal. Halbfinale, Viertelfinale, Platz 4 in der Gruppenphase. Daniel Andrianis bisherige YPC-Ergebnisse lesen sich eigentlich ganz gut, doch für die Spitze hat es bisher noch nicht gereicht. Kann er dem Gastgeber Hechten Barstee im nächsten Jahr erstmals eine Finalteilnahme bescheren? Erstmalig ist auch Polen beim YPC vertreten. Tomasz Lewandowski tritt für den mit 140.000 Abonnenten größten polnischen Raubfischkanal an. Last but not least, der Newcomer of the Year 2020 gehört bei seiner zweiten YPC-Teilnahme ganz sicher zu den Top-Favoriten. Wir freuen uns auf Mark Placzowski von Elex. Das waren die 24 Angler und Anglerinnen, die nächstes Jahr beim YouTube Predator Cup mitfischen werden. Es sind sicherlich einige neue Gesichter dabei, die bestimmt für die eine oder andere Überraschung sorgen werden, neben den ganzen Etablierten, die ihr schon kennt aus dem YPC. Wer die Auslosung der Mördergruppen verfolgen möchte, am 14.01. live auf YouTube könnt ihr das mitverfolgen. Viel Spaß dabei!